Hallo und willkommen zurück in Mirage. Und wir müssen gleich noch ein bisschen an der Zeit rumtinkern. Aber bevor wir das machen, möchte ich mal mein neues Dings ausprobieren. Was ich das letzte Mal bekommen habe als Belohnung. Ihr seht es hier auf... ach ja, ich kann nicht mit der Maus zeigen. Hier. Das hier meine ich, auf der Y-Taste. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es soll mir mehr Gutscheine anzeigen. Das will ich mal ausprobieren, was passiert. Jo. Wie man sieht, passiert rein gar nichts. Es scheint, als wenn hier in der Nähe keine weiteren Gutscheine zu finden sind. Tja, in dem Fall sehe ich das jetzt mal als getestet an und wir werden jetzt mal Paimon sagen, sie soll die Zeit vorspulen bis, nein, noch ein bisschen weiter. Hier, bis 8 Uhr morgens. Das ist fast den ganzen Tag. Nun ja, dann sollte auf jeden Fall unsere Quest hier weitergehen. Und da bin ich schon mal gespannt, was uns als nächstes erwartet. Wenn ich mich recht erinnere, geht's in einen Dschungel. Mal gucken, wie das aussieht. Sprich mit Idia. Ja, genau. Die ist da. Oh, wir sind ganz schön weit oben. Und die Gute ist irgendwo wahrscheinlich ziemlich weit unten, würde ich sagen. Hier auf dem Platz irgendwo. Ah, da vorne ist sie schon. Ah ja, und Eula und Collei auch. Die waren ja beim letzten Teil überhaupt nicht dabei. Alle Mann. Vielleicht bleiben diesmal Kaya und Klee weg. Klee musste sich ein bisschen ausruhen. Allerdings ist ja auch eine Nacht vergangen. Vielleicht sind sie wieder fit. Hey, it's the traveler in Paimon. How are you? Did you rest well? Meine Müdigkeit ist verschwunden. Yep, this is a comfortable place to rest. I guess that's one thing here that's better than the desert. But other than that, there's not much going for this place. Saying things like that isn't going to help, Idia. But it's the truth. The desert is full of terrible memories for me. Being there was like wading through thick mud. That's a weird way to put it. Actually, if you hadn't mentioned it, Paimon would have already forgotten that this domain is in the desert. I know what you mean. The air here isn't at all like the desert. It's very humid. Almost as if we're in the rainforest. It's a very familiar feeling for me. Everyone looks well rested. If you're ready, we can start making our way to the jungle north of here. Good luck, everyone! I'll be rooting for you! Hold on. I said we, didn't I? No need to say goodbye, because you're coming too. Huh? But wait, I'm just the mascot! You can't back out this time, Idia. The manager of the fairgrounds is waiting to see you. She said Idia is the only person who could help. Jahrmarkt? Yes, Collei and I discovered a fairgrounds in the forest. Wie cool. The person in charge of it seems to be a Spontamod scholar. A scholar? But what's she doing there? Researching the forest ley lines? Oh, I wish there were ley lines here that I could ever study. Anyway, I know who you're talking about. I'd better come along then. Große Krise im Paradies der Mirage. Ja gut, wo gehen wir hin? Irgendwo nach, da oben? Ich bewundere nur gerade diese Felswand vor uns, The scribe's work is simple. die zwar sehr steil ist, aber es sieht aus, als wenn die schöne Pfade da hoch hätte. So im Zickzack. Ja. Ich schätze mal, da werden wir jetzt hochgehen. Ich muss mal wieder mein Ding hier einsetzen. Nö, immer noch nicht. Ja, wo fängt es denn an, da hochzugehen? Vernünftig?
Ist das hier der Weg da hoch? Ja, also hier war ich auf jeden Fall schon mal oben. Ich kann mich erinnern. Hier auf dieser Plattform werde ich auch gewesen sein. Ah, aber hier ist eine Herausforderung. Aber da vorne ist unser Punkt, wo wir hin... Ich gehe erstmal dahin, falls sie anfangen zu reden. Das möchte ich nicht in der Herausforderung haben. Nö. Nur der Punkt ist weitergerückt in dem Falle. Lasst uns die Herausforderung starten. Okay. 3 Schuss-Herausforderung, yep. Das ist was für Fische. Ah. Oh, es geht noch weiter. Verstehe. Hopp, hopp. Hier nehmen wir uns den Todkram. Und dann schießen wir auf die hier. Ich sehe nichts durch das Licht. Und wir müssen noch weitergehen. Yep. Ups, das habe ich verpasst. Ja, die hier sind deutlich schwieriger zu treffen. Sag mal. Das kann doch nicht sein. So, was ist mit dem hier? Treffe ich das auch irgendwann noch? Nein, anscheinend nicht. Was war denn da los? What trinkets lie veiled within this desolate plain? Ja, ich habe was angezeigt bekommen. Aber ich habe das Gefühl, das ist ungefähr auf demselben Ort wie wo wir sowieso hin müssen. Also, wo wir hinkommen werden. Aber was ist das hier? Nimm dir die Prachtfarbenlinse des Glanzlichtwerfers, um dem Licht seine Farbe zu verleihen. Sobald das Licht in korrekter Farbe auf das Glanzjuwel trifft, wird das Juwel aktiviert, wodurch Schatztruhen entsperrt und Vorrichtungen in Gang gesetzt werden. Okay. Ja, okay. Wir sammeln es ein. Prachtfarbenlinse einsetzen. Das war jetzt sehr einfach. Ich weiß nur nicht... Certainly worth the extra mile. Ja, ich meine. Was ist das für eine Figur? Hallo? Und hier ist auch ein... Oh, okay. Irgendein, Da ist noch einer. Ein Männchen. Wie süß. Okay. Hier ist nichts. Oh, da vorne sehe ich ein paar Hillichölle. Und hier ist auch ein Fass. Hallo. Na gut, die Hillichölle da, ne? Kommt, Leute. I will have order. Ja, ja. Ihr könnt mich anbrüllen, so viel ihr wollt. Das macht nichts. Immer dieser blöde Schamane hier. Oz, reveal thyself. Flicker. So. Und das war dann auch das mit den Hillichölen. Auf jeden Fall, diese Kiste hat uns... Here you go. Ah ja, ich habe gar nicht mitgekriegt, aber tatsächlich in den Kisten sind auch Gutscheine drin. Mir werden noch mehr angezeigt. Dort oben bei dem Teleporter. Das heißt oben. Wir gehen hier eher in eine Höhle rein gerade.
Und hier ist noch ein Fass, das ein wenig komisch ist. Okay, das führt uns hier hin. Oh. Und jetzt? Okay, sie deuten beide auf die eine Kiste da. Aber zuerst mal meinen Teleporter freischalten. Und jetzt. Und es waren auf einmal 3. Oh je. Irgendwie sieht die Truhe anders aus als normal. Oder? Vielleicht bilde ich es mir nur ein. Auf jeden Fall liegt hier ein riesiger Koffer. Cool. Ja, und wir gehen jetzt hier zu dieser Kiste. Ah, und da ist schon wieder so ein Projektor. Wenn du eine Prachtfarbenlinse in den Lichtkegel des Glanzlichtwerfers bringst, deren Farbe sich von der des Lichtwerfers unterscheidet, dann wird die Linse durch das andersfarbige Licht geschmolzen. Okay. Ich verstehe sowieso noch nicht ganz, was es hier auf sich hat. Mit diesem... Oh. Okay. Wir haben hier eine türkise und eine gelbe Linse. Ne gut, ich meine, das Licht war schon türkis. Aber warum geht das hier immer wieder zurück? Darf ich vielleicht nicht durch das Licht laufen? Ah, und wie es aussieht, können wir nur jeweils eine einsetzen. Ja, Moment, jetzt muss ich nochmal dahin gehen. Okay. Ich sammle die ein. Und jetzt mal gucken, was passiert. Ah, okay. Also, da ist schon eine Linse quasi und wir müssen dafür sorgen, dass, ja, dass wir die gleichfarbige Linse dann da einsetzen. Don't let any of it roll away now. Gut. In dem Sinne gehen wir hier weiter und dort ist das Idee? Nee, das ist die Forscherin. Finally, someone has arrived. Sorry to keep you waiting, Maimuna. We've brought Adia with us. Maimuna. Thank you, Collei. It's been quite some time since I've seen you, Idia. To be honest, I didn't think you'd actually show up. If anything, I thought you'd be curled up somewhere crying alone. Naja, das war wohl auch ein bisschen so, bevor wir kamen. Aber wir sind jetzt da. Also haben wir Idia mitgebracht. Hey, you shouldn't be saying things like that. Das stimmt. Das war echt nicht höflich. Auch wenn es vielleicht gestimmt hat, aber man muss nicht immer alles sagen, was man denkt. Doesn't seem to be the first time Paimon's heard someone say that about Adia, though. Yep. You want to see me cry? Fine. I'll stop crying right here. Oh. No, please don't. All right, I shouldn't have said that. Now, who are these two? Ich bin Kutan. Und das neben mir ist Paimon. And Paimon is Paimon. Ganz genau. They're reliable helpers. Lucky for you that I found them. You'd better be more careful about how you speak to them, okay? Of course. Good to meet you. You may call me Maimuna. For the sake of time, we should forego the usual pleasantries. Please follow me. Geh in einen tieferen Bereich des Jahrmarkts. Oh, nichts. Nichts weiter hier in der Nähe. Na gut, es waren ja schon 2 Kisten da. Vögelchen? So, welchen Weg nehmen wir? Hier nach oben oder dort nach unten? Von der Quest her sollten wir nach dort unten gehen. Ich gehe mal kurz auf die Karte. Ja, okay, wir gehen nach da unten. Ich schätze mal, da oben hin werden wir wahrscheinlich noch kommen, wenn wir der Quest folgen. Also tun wir das mal. Ein paar Bärchen. Oh,
Okay, hier ist noch ein Durchgang. Ne, Moment, wir müssen hier hin. Hier ist nichts. Okay. Dafür ist hier ein schön großes Zirkuszelt. Wow! Look at that huge tent! Amazing, isn't it? I helped make it. What fun would a fairground be without a tent, right? Really? Paimon knew you couldn't be so pathetic. You just act modest all the time to hide your actual abilities. Paimon. Es war so ein Kompliment, aber ja, jemanden pathetic zu nennen. Na gut. Huh? What is it, Collei? Sorry. I'm not sure if I should tell you. I'm afraid it might dampen the mood. That's not important. Please, just speak your mind. Well, there are lots of vendor booths set up here, but there's no one running them. In fact, there's no one at this fair at all. It looks pretty deserted. Yep, das habe ich mir auch gedacht. Es war zwar viel Zeug, das herumsteht, aber es ist alles nur Deko. The truth is, this used to be an exciting and bustling place. But just a few days ago, something happened, and it seemed like... Like, the world was suddenly flipped upside down? Yes, exactly. Something fell from the central hub into the tent and knocked down the crystal light that was hanging at the top. Ah, und das ist vielleicht ein weiteres Teil, was fehlt. Es hört sich fast so an. Oh, the crystal light. I remember a certain someone said that we should have beautiful lights to celebrate at a fair, and made us that crystal light. But once the light fell, the tent became a complete mess and the Hydro-Eidolons were trapped inside. Oh nein. Ja, dann lass uns mal schnell hineingehen und das Ganze wieder in Ordnung bringen. Just when I was at my wit's end, a man from the Lawrence clan came and offered his assistance. Und da hätten wir wohl Eulas Vetter. Wait, he offered to help you? Ja, das ist in der Tat überraschend, ha? Scheint eine Charakterwandlung durchgemacht zu haben. Yes, and he refused to listen to any of my warnings. He just walked straight into the tent and then... Yes? And then? Yeah, don't leave us hanging here. What happened? And that's it. He became trapped inside along with the Hydro-Eidolons. Noch mehr Opfer. Oh no, we have to do something. We can't just leave him there, Maimuna. I know, but the situation inside might be more difficult than you think. You should mentally prepare yourselves. Okay. Ja, ich habe ein bisschen mehr Details vielleicht. Just talking about it is a waste of time. Since we're already here, let's go and scout out the situation ourselves. All right, this way, please. Ja, in dem Sinne, lasst uns das Zelt betreten. Da bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Wir wurden ja ausgiebig gewarnt. Aber vor was genau, das weiß ich irgendwie nicht. There used to be a large stage inside, but after everything got shaken up, it seems the very nature of the entire place was altered. The lamps and crystal light that were hanging above have all fallen down, which makes repairs near impossible. Wait, so you mean it's difficult to move around in there? Yes, mainly because of the lights. Do any of you have experience being on stage? Once the stage lights turn on, everyone's attention is focused on you.
can't stand that feeling. Having everyone's attention focused solely on me would just make me feel terrible. Me too! I'm no good at speaking in front of people. And then to have everyone staring at you. Oh, just the thought of it makes me shudder. Sounds like you have some things you haven't been able to let go of yet. Please don't laugh. I'm trying my best to change that, but there are still some things I can't overcome. Like when there's a lot of people around, or when people are staring at me. No, there's nothing funny about that. And you know what? It's not a bad thing to care when other people are looking. That's my opinion anyway. Think about it. Only people who have high standards for themselves would worry about failing to meet others' expectations. You have many good qualities, Collei. I bet if you had to learn dance since childhood like myself, then you'd be an even better dancer than me. No way! That would be impossible. I can relate. I know exactly how she feels. Maybe we should find a time for you to learn with me. And one day, you will become an outstanding dancer too. By that time, you'll be so focused on performing your beautiful moves that you'll no longer worry about an audience watching you. Wow. Eula's so passionate about this that she's practically glowing now. Ja, jetzt erwarte ich aber auch eine Tanzaufführung von Eula, muss ich sagen. Really? You do that? You wouldn't think I look stupid and secretly laugh at me, would you? You really think I'm that kind of person? Fine. Vengeance will be mine. Oh, no! Of course not. Alright, please teach me. Seems there's no need for me to warn you again. Anyway, you just need to open the curtain and you'll be able to see the stage. Okidoki, ich schätze mal, um den Vorhang zu öffnen, müssen wir hier was mit dem Lichtwerfer machen und wir können ihn drehen. Okay, wir müssen diesmal die Linse nicht einsammeln, sondern die Richtung des Lichtwerfers anpassen. Verstanden. Wait, what's that thing in the middle there? That's my crystal light! It's been locked up. Well, let's figure out a way to fix this. Looks like we need to raise the platform underneath the crystal light. If I remember correctly, the stage controls should be somewhere around here. Ja, mir fällt gerade auf, dass wir hier Collei und Eula haben. Hi, ich gehe zu Eula. Prachtformlinse einsetzen, scheinen wir verdrehen. Nun ja, wir haben keine Linse. Also drehe ich mal. Alle Lichtquellen wurden entfernt. Okay. Die Bühne hat sich We have to use gedreht. the colorful lens to make the light change colors. Ja, aber wir haben keine. Aber wir können was einsetzen, also, da unten sehe ich eine. Aber was passiert, wenn ich jetzt so einfach so mache? Nichts. Oh, was war da auf dem Bildschirm? Ich habe es nicht lesen können. Auf jeden Fall haben wir hier eine Linse. Die nehmen wir mit. Ah. Okidoki. Nein, nicht auf mich draufspringen. Good grief. Good grief. Aua, nicht Beg doch. for mercy. Okidoki. Das war das mit den Schleim. Warte mal, diese Bühne, ist die so weit hoch? Tatsächlich. Die ist richtig in die Luft hoch. Okay, dann gehen wir jetzt hier wieder zu diesem Scheinwerfer und setzen die Linse ein. That's one way of shining new light on the problem. Hey, Maimuna? Do you happen to know someone named Sino? No, never heard that name before. Why do you ask? Oh, never mind then.
I was just thinking you two would have a lot in common. Back to the situation at hand. We should probably head into the passageway that opened now. Yep, das tun wir. Und dort erwartet uns eine schöne Kiste. Ja. More speed. Oh, eine Cutscene, okay. Hello? Is anyone here? If you can hear me, please help! Ist das der Vetter? Er sieht anders aus, als ich erwartet habe. Und er hat dunkelblaue Haare. Hat das etwas zu sagen? Ich meine, gehört er irgendwie in diese Domäne oder ist er so wie wir noch von draußen? Lessig Lawrence? Lässig? Lässig? Who are you? Who has the audacity to utter my full name? Und ich dachte, er hätte eine Charakterwandlung durchgemacht. Nee. You sure don't look like you're in any condition to be talking like that. Ja. Yep. He's a member of the Lawrence clan, all right. Even though he's hanging on by a thread, he still insists on clinging to meaningless etiquette. You. What are you doing here? Huh. Have you come here to mock me, Eula? If you would just think for a moment, it should be pretty obvious why we are here. Yet, now you're intentionally trying to provoke me? Of course, you don't have to accept my help. After all, aristocrats are naturally superior and need no help from others. Yes, thanks for the reminder. I don't need help from the likes of you. Okay, wir gehen wieder. Bye. I don't think he really means it, Eula. His tone was harsh, but he keeps glancing at you from the corner of his eyes. It's my opinion as the healer that he needs help. Okay. He's been trapped for so long that it seems he's forgotten how to hold a decent conversation. How ridiculous. Let's go. We'll leave the stage to this person who'd rather save face than save his own life. Hey, no, wait! Halt! You cannot just leave me here. We're both of the Lawrence bloodline, after all. Helping me when necessary certainly won't tarnish your prestige. If anything, my embarrassing predicament will be overshadowed by your virtuous deed. We must uphold the prestige and dignity of the family. Alles klar. This is the best reason you could come up with? You think tacking on the word family will be enough to talk me into helping you? You should be ashamed for your careless actions. It's because of you that we all had to come here. Seems everyone in the Lawrence clan is this way. They'll do anything to save face. Obwohl Eula das gesagt hat, ist sie hier, um zu helfen. All right. Looks like it's time for the mascot to step in. Here you go. One for Eula and one for Lessig. What is this? Candy? Naja, scheint irgendeine Wunderwirkung zu haben. Er steht wieder. Thanks. Oh, the smell. It's just like the aroma I smelled coming from the lens. Und, ja? Bist dir da sicher? In dem Falle würde ich das lieber nicht essen wollen. Yes, that's right. Enjoying something sweet always lightens the mood. Ja, aber warum riecht der Scheinwerfer so? Oh, thank you, Miss Mascot. I certainly do feel much better now. So he's willing to thank someone else, but not me. Eula has been worrying about you the past few days, and asked me several times regarding how to find you. But now that you two have been reunited,
I won't have to keep answering her questions anymore. Oh, I'm so happy. Let me clarify one thing. I don't care what happens to him. If you're going to keep saying nonsense like this, then... Then? Eula will never admit that she actually cares about him. Yeah, you're probably right. If you're going to keep saying nonsense like this, then at least give me another piece of candy. Hmm? Oh, sure. I still have more. Sorry. I admit my mistake. I know I've caused heaps of trouble for all of you. Why couldn't you have just said that earlier? I'm back. Oh? Have you already finished catching up? Why are you all looking at me? Oh, nothing. Don't mind us. All right, then let's clean things up here and keep working our way toward getting the crystal light fixed. Ah, there's no need to push yourself in your condition, Lessig. I'll take him and find some place for him to rest. I happen to be a little tired myself. All right. I'll leave my cousin to you then. Aber brauchen wir die ja nicht, um diese Kristalllampe, was auch immer, zu reparieren? Oder reicht das, dass sie uns jetzt Anweisungen gegeben hat, hier mit den Scheinwerfern und bla? You'd better rest up and regain your strength before we settle things, Lessig. Okidoki. Sieht so aus, als wenn wir weiter nach oben gehen würden. Hey Eula, komm raus. Oh, achso, hier ist eine Leiter. Ich hab schon gedacht. Warum geht's hier nicht weiter? Da muss man einfach nur klettern. Now, let's see if there's any way to keep raising the platform higher. We probably will need to find a mechanism that's like a lamp. Sowas wie das hier? Also erstes werden wir mal wieder drehen. Genau. Eine Verriegelung der Kristalllampe gelöst. Und jetzt müssen wir irgendwo... Strange. Is that really the Lessig that I know? You shouldn't always judge people based on the way you knew them before. People change, and people can always make different choices. Okay. Oh, es geht schon nach oben, ohne dass wir überhaupt die Linsen eingesetzt haben? Ja. Oh, look! There's a water droplet over there! Ah, a hydroidolin. It must have been trapped in the curtain, but at least it seems to be okay. Yep. By heart. But even I don't take them that seriously. Und jetzt haben wir eine weitere Linse und was ist das hier? Bündellichtwerfer verwenden. Ach so, hier können wir wieder reingehen. Machen wir das zuerst? Ups. Nun, wir haben das gemacht. Ah. Okay, verstehe. Wir gehen in diese Hüte und dann kommen wir woanders wieder raus. Hier müssen wir wieder zurück. Ich habe jetzt gar nicht überlegt, ob wir vielleicht was verändern müssen. Ups. In der Welt. Also hier ist das Ende, aber ich weiß nicht, ob das jetzt das Einzige war, was man hier machen konnte. Ich verstehe. Wir haben das benutzt, um hier rüber zu kommen. Na gut. In dem Fall setzen wir die Linse ein und hier geht der Weg weiter für uns. Und wir haben eine weitere Kiste. Yay! Wow! Paimon thought it looked big from the outside. This place is massive!
It is a magical tent, after all. The inside is much larger than it appears from the outside. Haven't you heard stories with this sort of thing before? Okay, ja, es ist wirklich geradezu gigantisch innen drin. Oh, another path has appeared. This should be the last level. Woher weißt du das, Paimon? Yes, don't worry. We're almost to the top of the tent. The last thing we need to do is raise the crystal light to the very top of the tent. After the stage collapsed, I realized that having it raised only halfway makes it look a lot like the stage at the Grand Bazaar. Have any of you visited the Grand Bazaar before? Du meinst in Sumeru? Ja, da waren wir schon. No, I haven't. I have. I've gone there a few times with Master Tainari. The place is bustling with all kinds of vendors. And if you're lucky, you can see Nilu perform her dance. Oh, a dance from Sumeru? I'd like to see that myself. If only it were on the way back, then we could stop there. Warum machst du es nicht einfach so, dass es auf dem Rückweg liegt, Eula? Sicherlich kannst du selber bestimmen, welche Route du zurücknimmst. It doesn't matter if it's on the way or not. I would be happy to take you whenever you have time, Eula. Great. I'll take you up on that offer. Wir waren... Now that Paimon thinks about it, we've already been there more times than Paimon can remember. Yep, wir könnten definitiv auch mitkommen. Und Nilo kennen wir immerhin persönlich, von daher können wir sie vielleicht um eine Sonderaufführung bitten. Really? My father used to help with festivities at the Grand Bazaar and would always give me candy during the events. I was just a kid and didn't understand anything. I was happy as long as he gave me some candy. To me, fairs and festivals were the best things ever. I always thought my father was amazing and wanted to be just like him when I grew up. But aren't you a scholar in the academia, Maimuna? As far as I know, scholars seldom could spend time doing anything but research. I doubt you could have time to assist your father in preparing festivities. Yeah, seems you read me like a book. When I had the choice between becoming who I wanted to be and who my parents wanted me to be, I ended up choosing the latter. But I was never happy about it. Huh. That's almost the exact opposite of Eula's situation. You must have already realized that. Why else would you set up all the booths here and make this place like a fairgrounds? Yes, but I'm still not as happy as I imagined I would be. I realized that attending a fair and running a fair are two completely different things. The main reason my childhood was so fun and carefree is because my family worked hard. But my father knew how difficult and tiring running a fair could be, so he wanted to push me towards academics. But in the end, I didn't do well in either. I gave up on myself and resorted to investigating ley lines in the desert. Some things happened, and then I accidentally ended up here. I finally had a chance to make my wish of running a fair come true. But after seeing everything come crashing down, I feel like I've lost the strength to go on. It's not as bad as you make it out to be, Maimuna. No need to feel so down. You have the courage to change, and you've been actively guiding us on this journey. Someone who's given up on themselves could never do these things. Oh, Collei. I understand my situation better than anyone. You don't need to try to comfort me. It's not that I'm trying to comfort you. It's just that people sometimes don't realize that their actions speak louder than words. Believe me, this is something that I learned from my time together with Eula. Oh? What are you trying to say? Oh, nothing. Now, let's get that crystal light fixed. All right. Okay.
Was müssen wir tun? Wir haben hier wieder einen Scheinwerfer, den drehen wir erstmal. Eine Verriegelung gelöst. Es fehlen noch 2 Scheinwerfer. Warte, was war das? Erläuterung zur Spielweise. Okay. Nee, ich glaube, das können wir uns sparen. Wir haben hier und dort eine Linse. Ich nehme an, wir müssen das hier auch wieder drehen. 2 Verriegelungen gelöst. Jetzt setzen wir die Linse hier ein. Dort ist wieder ein Bildschirm. Wir nehmen die hier mit und... The colored pieces of the bullet have melted. Yes, the lens is made of materials that are easily melted by light. Is it me or do I smell something sweet here? Nun... Das ist nicht so... ganz so gegangen wie geplant. Ich glaube, wir müssen das nochmal drehen, damit wir hier durch können. Ja. Jetzt drehen wir den Scheinwerfer wieder und setzen auch noch die Linse ein. Ah. Und jetzt können wir hier rein. Ich nehme an, das ist so wie das letzte Mal, dass wir hier nicht irgendwas verändern müssen. Ah. Das war knapp. Okay, das war schneller als das letzte Mal. Ah. Wir sind wieder... Warte, waren wir hier schon oder waren wir hier noch nicht? Auf jeden Fall haben wir... If we're going to raise the crystal light, then we need to open the top of the tent. Ah. Ja. Und hier ist... nein, Moment. Einsammeln. Dieses Krokodil hier. Es bewegt sich. Wie cool ist das denn? Ich schätze mal, wir müssen es hier einsetzen. Wow. Wie cool. Und es erleuchtet alles. Oh, das sah so hübsch aus mit dem Kristalllicht. Ach, wir kommen wieder raus. Hey, Idea! We're back! Yep. Oh, I was starting to wonder what was taking you so long. But don't worry, Lessig is recovering well. Naja, es war alles sehr viel größer da drin als erwartet. I'm pretty good at taking care of people. Seems I found another good thing about myself. I don't know if I should be worried for him or happy for her. The shadow. It's massive. Wait. Shadow just now. It's... Was hat sie mit ihm angestellt? Seems he still might need a little more time to recover. Tell me, did everything go well for you all? Aber so war er nicht eben bevor im Zelt? Of course. With a team like the Traveler, Paimon, Collei, and Eula, they're at least 40 times more reliable than you ever were. Oh. Sie ist wieder nett. Only 40 times more reliable? That means I'm still pretty good then. Okay.
I guess it's impossible to feel like you've lost once you've already given up. I'm a little concerned about how comfortable you are with that. Huh? What has happened? How did I get outside of the tent? Warum hast du Gedächtnisverlust? Kannst dich nicht mehr erinnern? Ah, that's right. I remember meeting Eula, and then... my head. Waren es die Süßigkeiten? Oh, you're awake now. Don't worry. That's just a side effect of your treatment, Lessig. Hat sie ihm eins übergebraten? I'm afraid I still feel a little disoriented. Wie hat sie ihn denn behandelt? Ja. Das wüsste ich auch gerne. Also von ihr möchte ich mich dann lieber nicht behandeln lassen. Das werde ich mir merken. Lessig Lawrence. Oh, it's you, Eula. All right, I'll do it. I'll come back to Mondstadt with you and abandon my wild efforts to restore the Lawrence clan. Interesting. Now you want to talk. Seems like you've had a change of heart. In that case, maybe you'll be able to explain everything in detail for us now. I admit it, yes. I came here in hopes of finding a way to restore the Lawrence clan to its former glory. But it was a long journey, and I didn't always know the way. I passed through Liyue and Sumeru. There was even a time when I lost my wallet and had to live in the wild. But the peculiar thing is, I realized that nobody knew me out there. And not a single person even cared about the Lawrence clan. You and I are like glass pawns that were raised in shackles. We were taught to act like nobles, but outside the walls of our home, the people of Mondstadt despised us. Such pompous, hateful, and stubborn teaching. It all culminated to making us cling to the old aristocratic dogma in an attempt to maintain our pride. It's like a never-ending game of tug-of-war, but it is meaningless. You understand. Or I should say, you have already long understood. But I'm afraid that I have only just realized this. Paimon sorta understands what Lessig is saying. Everything he said is true. Your family is probably unaware that you've already changed how you see things. Yes, this has all happened recently. After coming to this domain, I realized the Mondstadt that I want is one where not everyone fears me. All that I and many other members of the Lawrence clan long for is a place where we can live peacefully with others. Lessig, both you and I never had anything to do with the glory of the Lawrence clan. That is all in the past. We are just ordinary people. I originally planned on returning to Mondstadt after taking care of things here. I never thought you would come here. I was completely shocked, which is why I reacted like I did. I'm sorry. See, people can always make different choices, and it seems that Lessig has also chosen to become someone he truly wants to be. Yes, about that. I'm afraid I haven't quite found my own purpose in life yet. That's all right. Being able to clearly choose between becoming who you want to be and who your parents wanted you to be is already a step in the right direction. How to find true happiness is probably one of the most difficult research topics of all. I have a suggestion for you, Lessig. Why don't you return to Mondstadt and tell your parents what you just told us? They'll probably try to tear me limb from limb. But what about you? Did you ever tell your family about what you think? This is something that I've been thinking about too. Perhaps the two of us can sit down with the rest of the clan and discuss it with them. The Lawrence clan is just like this stage. It was once home to glorious performances, but those days are now long gone.
and it is time for the stage to be updated. She's so solid and tough, but also clear and open, like an ice cube. Is that why she's able to dance anytime and anywhere she wishes? Are you all done talking now? Yes, I think so. By the way, that is for you. Please take it. I found it on Lessig earlier. Ah, ich schätze mal, das ist ein weiterer Teil für die Maschine. Oh, it's one of the missing components! Wait, so you had it all this time? Why didn't you give it to me earlier? Well, you didn't ask. All right, I admit it. I forgot about it. Okay, we'll let the traveler hold on to it for now. Okay. Ich meine, ich habe ja nur eine riesige Tasche irgendwie mit mir. Ja, passt schon. Da passt sicher noch ein Teilchen rein. Wait, this looks like... It looks pretty familiar. Have we seen one of these before? Samsara des... Oh, Moment. Ich habe es mir nicht genau angeguckt. Ist das eine Bonbonschachtel? Und du meinst, wir haben das schon mal auf dem Samsara-Ding gesehen? Ich erinnere mich, da war irgendwas mit Süßigkeiten, ja. Ah, right! I also bought a similar box at the last festival. Yes, people often use this kind of box for candy at festivals. This was one of the materials originally used to create the tent. But now that the tent has been repaired, we no longer need it. Eating the candy from the box as an adult will never be as delicious as it was when you were a kid. But if you really think about it, there are way more things you can eat as an adult. Ah, so when it comes down to it, eating candy is sort of like life. It's just another choice. So, as of now, we've already collected 3 of the missing components. Only 1 more to go. I'm sorry that repairing the tent took so much of everyone's time. You should all head back and have a rest. I'll lead the way. Okidoki. Ich überlege gerade. Gehe ich gleich zurück und schließe erstmal dieses Kapitel ab? Oder erforsche ich hier erstmal noch ein bisschen? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, so oder so, das werde ich in der nächsten Folge machen. Ich glaube, das hier ging ja schon eine ziemlich lange Zeit und ich glaube, es reicht. Also, dann mache ich für heute Schluss hier und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.